Pünktlich nach exakt 2 Jahren verlässt Pioneers of Pagonia den Early Access und veröffentlicht gleichzeitig seine von vielen so sehnlich erwartete große Singleplayer-Kampagne. Alles, von der Entstehungsgeschichte über zahlreiche Verbesserungen und Änderungen in der Early Access Phase, sowie natürlich auch alles Wissenswerte zur Kampagne, dessen Story ich euch möglichst nicht spoilern werde, jetzt in diesem Zocker-Lounge Testvideo. An die Werkzeuge, Pioniere! Es gibt noch so viel zu tun. Pioneers of Pagonia ist im Prinzip das Baby aus dem Zerwürfnis zwischen Ubisoft und Envision Entertainment, die sich während der Entwicklung eines eigentlich sehr vielversprechenden Die Siedler-Reboots trennten, um fortan jeweils ihre eigenen Visionen für ein modernes Siedlerspiel umzusetzen. Während anschließend Ubisoft im Alleingang ihren halbgaren RTS-Ansatz komplett an die Wand setzten, entschied man sich hingegen bei Envision Entertainment am geplanten Ansatz festzuhalten und in Eigenregie auch dank der deutschen Games-Förderung ein vor allem in der ersten Early Access-Version frappierend an Die Siedler 1 erinnerndes Spiel zu erschaffen. Das muss man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal wiederholen, da die Kritik hier nie kleiner geworden ist. Pioneers of Pagonia sollte nie ein Siedler-like RTS basierend auf Die Siedler 3 und 4 werden, sondern stellt vielmehr einen Neustart auf Volker Wertigs Anfang der 90er entworfenem Die Siedler 1 dar, was sich auch leicht am Wegebau und dem passiven Kampfsystem festmachen lässt. Wenn die Welt dir den festen Boden nimmt, dann baue auf deine Hoffnung. Pioneers of Pagonia startete ordentlich und konnte sich bereits in der ersten Woche über 100.000 Mal verkaufen. Leider die einzige offizielle Zahl, die seither kommuniziert wurde. Schon die erste veröffentlichte Version bot für Singleplayer-Siedler mit ihrem prozeduralen Map-Ansatz im Grunde genug Content, um das Ganze 2-3 Runden zu genießen, ehe sich erste Abnutzungserscheinungen breit machten. Da diese Runden aber von Anfang an mit mehreren Stunden großzügig ausfielen, kam man bereits hier locker auf eine Spielzeit jenseits der 30 Stunden, was für einen Early Access-Titel zum Start durchaus als stark zu bewerten ist. In den Folgemonaten wurde Pioneers of Pagonia dann begleitet von Roadmaps, welche in etwa immer das folgende Halbjahr abdeckten, massiv ausgebaut. Hervorzuheben sind hier die Shared Co-op-Erweiterung, das sehr gute Mining-Update sowie das eher solala Magic-Update und dann zum Schluss der Komplettumbau in Form eines Wirtschafts-Updates, welches das Gameplay vor allem in den ersten Stunden nochmals auf links drehte. Rückblickend sorgte vor allem der Shared Co-op für Kontroversen, da dieser zwar nett war, im Grunde aber keinen echten Multiplayer-Modus ersetzte und höchstwahrscheinlich auch deshalb von den wenigsten genutzt wurde und wird. Auch die Kampagne könnt ihr theoretisch damit spielen, aber naja, dazu kommen wir gleich noch. Wenn ich also an diesem Punkt ein Fazit ziehen müsste, also vor Kampagne bzw. 1.0 Release, dann hat sich Pioneers of Pagonia zwar sicher positiv entwickelt, wirkt aber an vielen Stellen komplett überladen mit einfach zu vielen Warenketten und vor allem Militäreinheiten, die je nach Karteneinstellung und Schwierigkeitsgrad in der Regel zuhauf überflüssig waren. Deshalb empfand ich auch die Magieerweiterung nur noch so lala, da zwar gut gemeint, aber eben im Großen und Ganzen dem Spiel keinen Mehrwert mehr geben konnte, sogar ganz im Gegenteil, dass sich noch mehr vom Gleichen eben irgendwann abnutzt. Das kann man auch an den Gegnertypen festmachen, die im Bergbau-Update mit den Scarfs, die sich immerhin ein bisschen wie eine KI-Gegnersiedlung anfühlen, noch sehr positiv erweitert wurden, hingegen dann die mit dem Magie-Update eingeführten Melthorn schon eher wieder in die Kategorie überladen und zu viel vom Gleichen rutschten. Hört sich jetzt alles viel negativer an, als es dann am Ende war, und eigentlich möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht negativ rüberkommen. Grundsätzlich muss man aber leider festhalten, dass nach furiosem Start, trotz vielen teils großen Erweiterungen, der Wiederspielwert für die allermeisten eher gering blieb, was einen fehlenden Multiplayer nur noch schmerzhafter machte. Aber
Und jetzt kommt das große Aber. Tief durchatmen, liebe Siedler-Community. Alles wird gut, denn Version 1.0 löst dieses Problem gewissermaßen. Die nun kommende Kampagne hat diesen dringend benötigten Wiederspielwert, weswegen ihr spätestens jetzt euer verstaubtes Pagonia aus der Steam-Bibliothek holen könnt. Denn die Kampagne ist nicht nur gut, sondern macht vieles auch komplett anders und ist zudem extrem lang. Pagonia. Thanks to the great explorer Mildred, our land once stretched from coast to coast. Our many tribes settled in different regions where they specialized in the local raw materials. But we were still united as one people. On my travels as a trader, I was always welcomed with open arms. Zu meiner Überraschung führt euch die Kampagne mit einem knapp 5 Minuten langen Video ein, welches euch die Ausgangslage erklärt und damit erstmals was für die bisher sträflich vernachlässigte Lore tut, was immer bemängelt wurde. Leider bleibt es bei dem einen Video, welches zudem, zumindest in meiner frühen Version, nicht ins Deutsche übersetzt wurde und nur mit Untertiteln daherkommt, die leider meist nicht mit dem gerade Gesprochenen synchronisiert wurden. Jetzt mal ganz grob, denn ich möchte euch ja, wie eingangs erwähnt, nicht spoilern. Durch einen Zwischenfall, den es noch in der Kampagne zu ergründen gilt, zerbricht das pagonische Festland in viele Inseln, auf denen sich dann auch noch Banditen und Monster breit machen. Zu allem Überfluss erleidet ihr mit eurer Crew in einem ebenfalls durch dieses Ereignis ausgelösten Nebel Schiffbruch und findet euch anschließend in der ersten Mission wieder, die meisten von euch schon kennen werden, falls ihr die letzte Version des Tutorials gespielt habt. We navigate the fog with the help of our magic compass. But a storm hit our ship, the Ventura, with full force, and the damage was severe. It was a miracle that our navigator managed to steer us safely to shore. Our cargo and our captain both went overboard, and were lost to the waves. Bei der Inszenierung sind wir im Prinzip dann schon beim größten Schwachpunkt der gesamten Kampagne angekommen. Was mit einem netten Video losging, wird fortan nur noch durch Ingame-Textboxen weitergeführt, die ich zudem oft unvorbereitet mitten aus dem Gameplay reißen und leider zu großen Teilen dann komplett belanglos daherkommen. Zudem werden die paar Protagonisten, die euch dann ein paar Sätze für den roten Faden zuwerfen dürfen, immer mit einem Stöhngeräusch eingeleitet, was zumindest mich spätestens irgendwann zwischen Mission 3 und 4 einfach nur noch genervt hat. Oh. Ah. Mhm. Oh. Generell war ich dann auch irgendwo dort storytechnisch raus und habe die meisten Textboxen einfach nur noch weggeklickt. Das ist unglaublich schade, da die paar Protagonisten zumindest eine englische und deutsche Sprachausgabe verdient hätten und das Ganze auch sicher mit dem vorhandenen Budget umsetzbar gewesen wäre. Euch erwartet jetzt zwar nicht die typische Passt auf einen Bierdeckel-Story, hier wird euch zum Beispiel deutlich mehr vermittelt als in der wirklich richtig dummen Neue Allianzen-Kampagne, trotzdem wäre mit den vorhandenen Möglichkeiten einfach viel mehr machbar gewesen. Total schade. Jetzt habe ich viel gemeckert und kritisiert, weshalb ich hoffe, dass ihr trotzdem noch zuschaut, denn ab hier wird's dann viel besser. Viel besser. Denn die 7 Missionen der Kampagne, mit kleinen Abstrichen bei Mission 1 und 2, sind super. Ihr braucht nämlich diesen ganzen Blabla gar nicht, um hier Spaß zu haben. Während ihr im Grunde Mission 1 und auch Mission 2 dann als erweitertes Tutorial betrachten könnt, entfalten sich die Möglichkeiten samt neuer Gameplay-Mechaniken ab Mission 3 und haben dann auch in jeder Mission einen anderen Schwerpunkt, was für Abwechslung sorgt und euch bis zum Ende bei der Stange hält. Es macht einfach sehr viel Spaß, diese Mission zu gewinnen, da sie auch im Late Game nicht unter dem Problem des simplen Abklappern von Gegnercamps leiden. In einer Mission müsst ihr beispielsweise 3 Minen einnehmen, was aber gleichzeitig auch von den gegnerischen Scuffs versucht wird. Ihr werdet hier also aus dem gemütlichen Rumgebaue rausgerissen und habt plötzlich Druck. Die Mission endet damit aber nicht, sondern macht ein neues Fass auf, weswegen ihr Verschüttete aus einem Bergkamm freigraben müsst. Klingt langweilig,
Ist es aber nicht, denn die Scuffs graben von der anderen Seite ebenfalls in diese Richtung. In einer anderen Mission dürft ihr hingegen ein altes, verlassenes und zum Teil zerstörtes Dorf übernehmen und wieder aufbauen. Oder ihr beliefert zum Beispiel magische Abwehrtürme mit Holz, damit deren Flammen Werwölfe abwehren. Leider verschenkt man hier auch ein bisschen Potenzial, da es im Grunde keine ernstzunehmenden Nebenquests gibt und die Handlung streng linear verläuft. Aber das passt schon so. Ab Mission 6 zieht dann auch der Schwierigkeitsgrad deutlich an, was mich direkt in den ersten Game-Over-Screen bauen ließ. Ja, sowas gibt's jetzt auch. Wenn wir schon gerade beim Schwierigkeitsgrad sind. Ihr könnt die Kampagne auf 4 Schwierigkeitsstufen spielen, von denen mir mit durchschnittlich nur der Standard zur Verfügung stand. Es gibt aber auch einen reinen Story-Modus, in welchem ihr überhaupt nicht oder fast nicht kämpfen müsst, sowie einen leichteren Anfängermodus und natürlich auch noch schwer, auf was ich sehr gespannt bin und mir über die Weihnachtsfeiertage gönnen werde. Eventuell auch im Stream, wenn ihr Bock habt. Mal schauen. Wer möchte, kann zudem das Ganze im Shared Koop mit bis zu 3 Mitspielern spielen. Ich sag's mal so. Ich habe das nicht getestet und hoffe einfach, dass sich das Balancing hierfür dann dynamisch anpasst oder so. Denn die Kampagne ist sichtbar als Einzelspielererfahrung konzipiert. Okay, jetzt wird's schwer ohne Spoiler, aber ich probiere es trotzdem. Bereits zur Gamescom wurde ja ein übergroßer Werwolf enthüllt, daher muss jetzt einfach der als Beispiel herhalten. Denn diesen könnt ihr zum Beispiel nicht besiegen, indem ihr einfach 1 Million Draufgänger auf ihn loslasst, sondern müsst ihn erst über Umwege und das Erledigen anderer Aufgaben auf der Karte nach und nach schwächen. Während dieser Phase müsst ihr dann auch ein bisschen dessen Jagdroute im Auge behalten, braucht also entsprechendes Timing, was insgesamt sehr cool gemacht ist. Lasst mich noch ein paar Worte zur Grafik verlieren. Denn diese wird ja vom Look her immer wieder teils, vor allem in meinen Kommentaren, unberechtigt stark kritisiert. In den 2 Jahren Early Access hat sich hier viel getan. Hervorzuheben ist vor allem das viel größere Zoom-Level, welches für Übersicht sorgt, und auch die teils deutlich überarbeiteten Gebäude, welche, wenn man sich darauf einlässt, von Details nur so strotzen. Auf was ich aber eigentlich hinaus wollte. Die zerrissenen Inselwelten von Pagonia sind in der Kampagne richtig gut umgesetzt. Überall sieht man herausgerissene Bergketten oder verlassene Gebäude, die auf eine ehemalige Siedlung schließen lassen. Hier hat man nochmal richtig eins draufgelegt, was Stimmung vermittelt und euch motiviert herauszufinden, was zur Hölle hier eigentlich genau passiert ist. Grundsätzlich wird die immer gleiche Kritik an Pioneers of Pagonia auch mit dem 1.0 Release nicht verschwinden. Nein, ihr erhaltet hier kein auf PvP getrimmtes Siedler-E-Sports-Erlebnis mit RTS-Fokus. Nein, ihr erhaltet hier kein Die Siedler 3 und 4 Nachfolger. Nein, ihr erhaltet hier auch kein Ubisoft Hochglanz-Siedler, welcher mit Millionen von Euros beworfen wurde und dementsprechend hübscher aussehen kann. Sondern eben eine moderne Neuinterpretation von Volker Wertichs größtem Hit, nämlich Die Siedler von 1993, damals auf dem Amiga. Und diesen Job macht Pioneers of Pagonia auch richtig gut. Sicher nicht perfekt, wie ich versucht habe in diesem Video herauszuarbeiten, aber immer noch grundsolide. Vor allem Siedlerfans der 90er und frühen 2000er Jahre werden hier in den meisten Fällen komplett abgeholt und die Kampagne macht das Ganze auch absolut spielenswert. Klar, die Kampagne ist nicht perfekt und hat auch dank fehlender Sprachausgabe massive Probleme bei seiner Präsentation, kontert das aber locker mit seinen guten Missionen und seiner Spielzeit von jenseits der 40 Stunden, womit auch der Umfang komplett klar geht. Spielerisch ist das vor allem für Fans des Die Siedler-Franchises erste Sahne, weswegen ich hier auch schlussendlich mit einem positiven Gefühl aus der Nummer rausgehe. Mit Pioneers of Pagonia geht es übrigens weiter. Neben 2 durch die Deutsche Games-Förderung mitfinanzierte DLC-Inhalte, zu deren Inhalt ich euch noch nicht sagen kann, soll das Spiel aber auch darüber hinaus mit weiterem kostenlosen Content versorgt werden, zu dem ich euch im Grunde auch noch nichts sagen kann. Die neue Roadmap, welche uns dann sicherlich dazu aufklären wird, soll Stand jetzt Anfang Mitte Januar 2026 präsentiert werden.
Denn wir sind Pioniere. Wenn ich mir zum Abschluss noch was wünschen dürfte, würde ich in Richtung Ingelheim blickend rufen: Hey Volker, hey Dirk, hey Marsha, Katharina, Tim, Alex und wie sie alle heißen, so cool, dass ihr mit uns zu den Wurzeln zurückgekehrt seid. Mit Pioneers of Pagonia habt ihr die Siedler 1 zurück in die Moderne geführt. Aber jetzt nehmt das Gelernte und zeigt's euren Kritikern. Als nächstes wollen wir ein Spiel auf Basis von eurem Die Siedler 3 sehen. Nicht ganz so viele Warenketten, dafür mehr Völker, ein RTS-Kampfsystem und keinen überflüssigen Straßenbau mehr. Die Siedler 3 und auch dessen sehr guter Nachfolger haben eure Zielgruppe so dermaßen geprägt und hey, ich meine, ihr wisst das. Wir spielen diese alten Schinken aufgrund von fehlenden Alternativen heute noch gerne. Und damit kommen wir zum Ende dieses Videos. Vielen Dank an alle, die hier noch dabei sind. Ich hoffe, ich konnte euch abholen. Für mehr vom Siedler-Nerd Patrick einfach diesen Kanal abonnieren. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.